Das Schönste ist dann suchen. Gell? Man ist am Weg, man ist in der Natur draußen und wenn man da ein Stückchen findet, ein schönes, wow, das nimmt man in die Hand, man puzzelt das Stückchen oder wie und man kriegt, so wie jetzt, man kriegt die ganze Haut und ist einfach fasziniert, wenn man was Schönes findet. Das ist Leben. Bei mir hat es angefangen vor 63 Jahren, bin ich 10 Jahre alt gewesen und der Freund von meinem Vater war ein Mineraliensammler. Und da ich damals kennen mit der Mutter zu ihm hingehen und die Sammlung anschauen und ich habe in die Sammlung reingeschaut und ich war begeistert, ich war weg. Also so ist damals ein Funke von die Stand zu mir übergesprungen. Und das lässt mich nicht mehr los, muss ich sagen. Und eher tut es nicht abflauen, sondern steigert sich eher noch. Wenn ich nur am Berg aufgehe und suche, dann bin ich so viel wie ein Trophäenjäger. Aber ich ins Gefühl, dass ich etwas mehr bin. Mich fasziniert da der Zusammenhang zwischen Archäologie und Mineralogie. Und die Geschichte hat mich immer schon interessiert, muss ich sagen. Und nachher ist das jetzt, vor knapp 300 Jahren, ist der André Kreidlaufi, laut Literatur ist er ein Bauer in Hollenzen gewesen, ist Jahrgang gewesen, vielleicht auch Wildern, und hat oben am Rossrücken den roten Stein gefunden, den Granat, den hat er abgebaut, hat den mitgenommen, hat den zuerst für Büchsen als zum Schießen, als Stein zum Funken machen, ist er wahrscheinlich verwendet worden und hat nachher in weiterer Folge hat er noch festgestellt, dass sich der auch irgendwie vermarkten lässt. Die haben noch Beziehungen aufgebaut zu Bäumen. Wir haben im Zillertal die Fundstellen gehabt und in Bäumen waren die Schleifereien und da ist Schmuck gemacht worden und dann hat sich da eine einfache Industrie entwickelt. Und das hat mich damals fasziniert. Ich wusste, dass da oben Granate sein und ich bin auch einmal rauf, da in keinem Weg gewusst, herüben war noch der Gletscher, bin ganz wild rauf und ich habe auch da meine ersten Granate oben gefunden. Da oben am Grat in der Wand da oben haben damals die Granatarbeiter die Granate abgebaut. Da war sicher der Gletscher noch viel, viel weiter herunten. Haben sie über die Felswand geschmissen, sind herunten mit Schlitten, mit Schlapfen, außer transportiert worden. Und da drüben war die Granathütte für die Arbeiter und knapp daneben war die Granatmühle. Und da hat die ganze Geschichte vom Zillertaler Granatbergbau hat eigentlich da herinnen angefangen. In meinem Keller ist alles zu finden. Ich sage jetzt, es gibt im Haus, glaube ich, nicht einen Raum, wo nicht irgendetwas mit Steinen zu tun hat. Ich habe eine Dachbodensammlung, aber meine Tätigkeit von Sammeln hat sich nicht nur auf die Fundstellen, auf die Stücke, auf die Mineralstufen festgelegt, sondern ich habe auch immer in sämtlichen Archiven von Südtirol bis Salzburg, Innsbruck, überall herum geforscht und in einer großen Freude, dass da durch meine jahrelange Vorarbeiten um ein Granat, dass jetzt da Wissenschaftler von der Uni Innsbruck ihre Forschungstätigkeit da über den Granat gewaltig ausbauen und fortsetzen können. Der Walter hat ja sehr viel Vorarbeit geleistet, insbesondere auch was den Granatabbau betrifft. Und vor einigen Jahren kamen die Nachfahren der Granathändler aus dem Zillertal auf uns zu mit der Bitte, ob wir vielleicht nicht einmal von der Universität aus Forschungen betreiben können. Wir haben festgestellt, es ist sehr viel Material vorhanden und ein Forschungsprojekt würde sich auf jeden Fall anbieten. Da ist Ginzling, ja, da geht's um. Das ist wieder Stausee, nicht? Ja, genau. Und da ist der Zemmgrund. Das Forschungsprojekt beschäftigt sich nicht nur mit den archäologischen Spuren von den Granatarbeiter im Zillertal, sondern auch
Die mineralogischen Analysen zum Beispiel vom Granat und von den Schmuckstücken. Und auch die historischen Dokumente werden halt begutachtet. Und ich mache eben die Grabungen, die archäologischen im Gelände. Da haben wir den Hohen Kreis und den Wachsekreis. Und da haben wir jetzt einen Rossruck und da haben wir unser Granatbau-Mekka. Also zur Frage des Ziels des Projekts oder was das überhaupt bringen könnte. Meine Antwort wäre jetzt hier, dass man das Phänomen des alpinen Edelsteingewerbes in eine ganzheitliche Geschichte mal fasst und das wirklich wissenschaftlich interpretiert. Also sei es eben in der menschlichen Historie, aber auch deutlich weiter zurück bis zur alpinischen Gebirgsbildung eben. Wenn wir nachher drinnen sind, dann haben wir da einen Rossruck in dem Granit, Quarzdiorit, Granodiorit, Tonalit. Gut, was haben wir uns vorgenommen für den Sommer? So 2x4 Wochen haben wir gedacht, prospektieren und ausgraben. Und am Fuße des Rossrucks ist ja die versunkene Hitten, was wir letztes Jahr gefunden haben. Und da müssen wir unbedingt einmal eine Grabung starten. Ich glaube, da ist echt noch ein Riesenpotenzial dahinter. Zillertal ist wirklich eine Schatzkammer, eine mineralogische Schatzkammer. Durch das, dass der Bereich früher einmal weit im Erdinnern gewesen ist und nachher durch die Kontinentaltrift ist das zu uns aufgekommen. Und danach hat noch die Hebung der Alpen vor ca. 50, 60 Millionen Jahren angefangen und da sind eben verschiedene Platten, verschiedene Gesteinszonen zusammengekommen. Die Mischung hat da einfach die Vielfalt an Mineralien hervorgebracht. Und in jedem von den Seitentälern von Zillertal ist etwas zu finden, aber eins von den besten Gebieten ist sicher vielleicht der Zemmgrund. Dass der Granat überhaupt entstehen kann, da braucht es ziemliche Urgewalten eigentlich dafür. Wir haben eben berechnet, dass es ca. 8000 Bar, vergleichsweise hat der Autoreifen im 2,5 Bar und Temperaturen von 540 Grad Celsius braucht, dass der überhaupt entstehen kann. Plus natürlich zusätzlich braucht es auch noch eine gewisse Zeitdauer, im geologischen Sinne jetzt einige Millionen Jahre. Ein Granat per se gibt es eigentlich nicht richtig als Mineral, sondern er ist eigentlich eine ganze Familie von mehreren Mitgliedern eben. Im Falle vom Zillertal haben wir jetzt das Eisenfamilienmitglied vertreten, eben das sogenannte Almandin. Aber alle gemeinsam haben sie eben, dass sie Silikate sind eben. Dann hat man eben meistens eben die typische Form, das kubische, beziehungsweise der Rhombendodekaeder, wie man den als Form bezeichnet dann. Das Gestein, in dem man den Granat im Zillertal drinnen findet, das ist eben ein sogenannter Chlorid-Glimmerschiefer. Das ist ein relativ weiches Gestein und das kann man eben als Arbeiter da oben relativ leicht behandeln und man kann das dann auch obertägig abbauen. Das Ganze muss nicht kilometertief Stollen graben. Und so kriegt man eben den Granat eben relativ leicht extrahiert und muss nicht das ganze Gestein dann mit ins Tal schleppen. Der Edelsteinbergbau im Zillertal hat dann erst so Übergang ins 19. Jahrhundert begonnen, eigentlich kann man sagen. Es gibt da schon so einen Aufbau, so um 1825, 1830 herum und dann schlägt das auf einmal voll ein. Und dann passiert es auch, dass eben die Böhmen von dem mehr oder weniger spitz kriegen und aus dem Zillertal viel Granaten beziehen. Und dann fängt das richtige Gewerbe dann an zu laufen und das bis eigentlich in die 1920er Jahre kann man das nachvollziehen. Ludwig von Hörmann, 1877, Tiroler Volkstypen, Beiträge zur Geschichte der Sitten- und Kleinindustrie in den Alpen. Die Granatler. Zu den originellsten Volksindustriellen zählen jedenfalls die Steinklauber und Stufenhändler, diese Gebirgsfreibeuter von Gottes Gnaden, denen die stiefmütterlichen Felsen ihrer Heimat zu Brot werden müssen. Unter ihnen sind die wichtigsten, die sogenannten Granatler oder Granatenklauber, welche sich, wie schon der Name sagt, mit der Gewinnung der Granaten beschäftigen. Das Leben für die Granatarbeiter, das war sicher nicht einfach.
Anfang 1800 war ich bei uns in Zillertal wenig Arbeit gewesen. Es waren viele arme Leute und da haben sie wenigstens auch Arbeit gehabt und haben sicher nicht viel verdient. Die werden sich auch gesagt haben, reich werden müssen wir langsam. Die, was schnell reich werden, das ist nichts Gescheites. Das waren sicher wilde Hunde. Geil, wirklich. Also, wenn man oben ist und weiß, in der Wand oben, wie die gehaust haben, was die oben für Bedingungen gehabt haben, da hat auch sicher im Sommer nicht allem die Sonne geschienen da oben, in der Nordwand innen. Das war sicher, also Hut ab vor den Leuten, was damals da oben den Granat abgebaut haben. Da habe ich die wichtigsten Granatfundstellen eingezeichnet. Das ist der Zemmgrund. Wir sehen da, das ist direkt eine Anhäufung von Granatfundstellen. Herunten ist die Alpenrose, die Berliner Hütte. Wir haben da die Fundstellen oben am Hornkäs und da sind auch der Großteil von den Granate früher am Rossruck ist da abgebaut worden. Archäologie ist für mich faszinierend, weil das eine Reise in die Vergangenheit ist. Man schaut unter die Erden und man findet einfach die Tatsachen. In der Geschichte ist es vielleicht so, dass jemand das subjektiv geschrieben hat, mit seinen eigenen Gedanken und unter dem Boden die Spuren, was da hinterlassen worden sind, das sind einfach die Wahrheit, also das sind Tatsachen, was man da findet. Insgesamt kennen wir heute 20 Fundstellen, die die Hinterlassenschaften der Granatarbeiter beherbergen. Und wir haben damit begonnen, an 2 dieser Fundstellen archäologische Untersuchungen durchzuführen. Es handelt sich um die Überreste, um die Ruinen von Granatarbeiterhütten, ganz spektakuläre, sehr, sehr einfache Unterstände, in denen auch Granat verarbeitet worden ist. Und das Charakteristische für einen solchen Fundplatz ist eine mehr oder weniger große Halde aus kleingepochtem Glimmerschiefer, aus dem noch die Granatbruchstücke herausleuchten. Meine Aufgabe als Archäologin ist, die materiellen Hinterlassenschaften von den Granatarbeitern zu dokumentieren und zu interpretieren. Was haben sie da hinterlassen? Persönliche Gegenstände, Werkzeuge, welche widrigen Arbeitsumstände haben die eigentlich durchleben müssen. Und das wollen wir eben wieder rekonstruieren, das Leben der Granatarbeiter. Also die ersten Alpinisten, die da in die Zillertaler Alpen hereingekommen sind, die haben die Granatarbeiter eher als merkwürdige Menschen beschrieben, sehr geheimnisvolle auch, mit zerfurchten Gesichtern. Natürlich sind die immer dem Wetter ausgesetzt gewesen. Die haben einfach eine Arbeit gemacht, sind sehr schweigsam gewesen, haben vielleicht nicht wirklich immer erzählt, wo die Mineralien hergekommen sind den ganzen Sommer herum gewesen und unter sich gewesen. Damals waren wirklich nur die Starklauber da in den Berg und haben ganz ein anderes Leben gehabt als unten im Dorf vielleicht. Gefunden haben wir einen Feuerschläger. Das ist ein kohlenstoffreicher Stahl, den man mit einem Silex angeschlagen hat und so eben den glühenden Funken auf einen Baumwollstoff entfacht hat. Und so konnte man sich ein Feuer machen mit ein bisschen Heu und ein Holz. Da haben sie sich sicher wärmen können. Und dann vielleicht ein Möchermus auf dem Feuer gemacht in einer Eisenpfanne. Ja, es war sicher ein karges, ärmliches Leben da oben. Also ich stelle mir den Alltag von den Granatarbeitern so vor, dass sie eine ziemlich harte Nacht in die Hütten gehabt haben. Es war kalt, durch die Holzritzen ist der Wind reingepfiffen, sie haben nur ein Heubett gehabt. Dann zum Frühstück hat es vielleicht eine Gasmilch gegeben. Und dann ist es aufgegangen auf den Berg. Also sie haben auf 3000 Meter oben aufkraxeln müssen, übers Seil.
haben die Glimmerschieferbrocken mit dem Granat drin rausgesprengt mit Dynamit. Die Brocken dann runter zum Gletscher geschmissen, Wachsig, Gletscher. Und mit einem Holzschlitten dann runtergeführt zu der Bachhütten und zu den Wohnhütten. Und den haben sie dann weiter händisch aufgeschlagen. Beziehungsweise dann später, 1870 umeinander, hat es dann die wasserbetriebene Granatstampf gegeben. Und da ist das dann maschinell vonstatten gegangen. Und das war sicher einfacher dann für sie. Das reine Granatgestein, das ist das, was übrig geblieben ist. Gell? Das ist nach in Säcke verpackt worden und nach Meierhofen transportiert und weiter verhandelt worden. Ganz viel ist dokumentiert worden, vor allem von Granat und so weiter, ist aufgeschrieben worden. Das war sicher auch für uns, für das Zillertal, etwas Besonderes, der Granatabbau. Also die Archivalien aus dem Landesarchiv, das sind hauptsächlich berggerichtliche Akten von der Berghauptmannschaft aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Das sind Listen, Akten, Bücher, Registerbücher. Und die privaten Quellen sind wirklich Briefkorrespondenzen hauptsächlich. So, wir haben jetzt da das sogenannte Berggegenbuch. Das zeigt uns die Besitzstände von Berglehen an und in diesem Fall eben granatspezifische Bergbaubelehnungen. In dem Fall sieht man eben die Belehnung eben an, die uns bekannten André und Jakob Greidl hier in Meierhofen und weiters auch Josef Hofer eben Zell am Ziller. Im Zillertal hat es eigentlich 2 Familien gegeben. Bei uns hat wohl sicher der André Greidl die Hände drauf gehabt auf die Fundstellen und somit hat der Josef Hofer erst 1837 in Südtirol angefangen und in die 1850er Jahre nachher in Kärnten. Und somit stehen eben vor allem Greidl und Hofer auf und die haben dann hauptsächlich wirklich die Distribution betrieben. Also sie haben die Arbeiter mehr oder weniger auf den Claim lassen, das machen lassen und waren dann wirklich die Händler im Tal, die wirklich persönlich dann im Austausch waren mit den Schleifereien und teilweise auch mit den Juwelieren und mit den Kunden auch insgesamt schon in weiterer Folge. Ja, und das ist mein Urgroßvater, der den ganzen Granathandel aufgebaut hat und da praktisch in der damaligen Monarchie überall herumgekommen ist. Das war einfach da nicht üblich, dass die Leute so umeinander gereist sind. Er war in Wien oder er war nachher wieder 2 Monate lang unten in Kärnten, hat er in Kärnten wieder mal alles reguliert. Prag ist er sowieso fast 2-mal im Jahr gefahren und hat da mit den Leuten diese Kontrakte abgeschlossen. Also zu dem Handelsnetzwerk von der Hofer-Seite kann man sagen, man muss sich das vorstellen, viel ist mit der Postkutschen dann passiert, auch das ganze Brieftechnische und auch die Rohware in Holzkisten verfrachtet und dann mit der Kutschen dann 2-3 Wochen nach Böhmen verbracht. Des Weiteren war es halt wichtig, dass man sich da selber oft sägen lässt. Somit haben die anderen ein Gesicht gehabt. Und insofern hat man dann quasi danach den Handel richtig betrieben. Also der Handel wirklich so über Wien bis Prag, ganz Böhmen und Korrespondenzen hat man von die Hofer überall hin. Also wirklich von Berlin bis Paris und London kann man das überall finden. So, Josef, das ist jetzt dieser berühmte Schaukasten, den wir da lang vergessenen Unterdachung gefunden haben. Das sind die Granaten. Eigentlich die ganzen Sorten, die es gegeben hat, von gerundete, selbstrunde, Schaben. Das haben sie ganz raffiniert gemacht. Mhm. Abgebaut ist das Wagen entweder innen im Zenngrund oder das Stilup, oder es ist von Kärnten auf transportiert worden, aber als Rohgranat. Ist aufgekommen und da in Zell, im sogenannten Stampf, ist das nachher gerundet worden und dann von da aus wieder verschickt worden nach Böhmen. Also für so einen bescheidenen Zillertaler Kaufmann eigentlich unglaublich, was der für einen Welthandel betrieben hat. Es ist ja quer durch Europa und darüber hinaus hat der den Granat eigentlich bekannt und berühmt gemacht.
Die Handelspartner waren natürlich extrem wichtig und auch, dass die Ware stimmt, dass sie gute Rezensionen bekommen und sie sind dann auch auf Messen zum Beispiel gefahren und haben ihre Produkte präsentiert, haben gesagt, so schauen unsere getrommelten Granate aus, die Rohgranate und da können sie super Schmuckstücke mit ihnen schleifen und das hat sie umgesprochen und dass eben die Qualität sehr hervorragend war, was sie da geliefert haben. Franz, Ja, schau mal, grüß dich, Walter. was sagst du? Ja, ein Weg auf. Ah, da gehört der poliert, das gehört weggeschliffen, da, Ja. die Ding, das ist weg. Die Dinger Lass uns sie was ja. machen, meinst du? Ja, ja, sicher. Ha? Dann bringen wir schon hin. Ja. Sei so gut, Ja. ha? Machen wir. Anrechnen die wir mit Steinen, Ja, oder? ja, wirklich. Ha? Und der Kollegen. Ja. Ja, unter Kollegen, oder? Ja, ja. Der Granat ist zwar in Böhmen geschliffen worden, weil es da im Zillertal oder auch in Österreich keine Edelsteinschleifereien gegeben hat. Aber man hat ihn auch wieder zurückgekauft ins Zillertal. Aber dass der eben da vom Rossruck kommt, das wissen die wenigsten Leute. Und ich denke schon, dass das ein bisschen ein verloren gegangenes Kulturgut vom Zillertal ist. Der Zillertaler Granat ist eigentlich nicht so wertvoll. Es ist der schon früher als der Edelstein der armen Leute bezeichnet worden. Er ist schön, ich sage jetzt ähnlich dem Rubin, die Farbe, aber ist durch das, dass er relativ leicht zu finden ist er einfach, ich sage jetzt, hat sich sicher kennen, auch da der arme Mann oder die arme Frau mit schönen Scheine schmücken. Die gefragtesten Granatstücke sind die, wo der Schmuck eigentlich in schöner roter Farbe zur Geltung kommt. In gewisser Hinsicht hat es sicher eine Relevanz für die Bevölkerung. Absolut. Also man kann das auch in manchen Juwelieren noch kaufen. Er ist eben nach wie vor für den Trachtenschmuck relevant, aber viel relevanter ist die Rezeption vom Zillertaler Granat. Und das sieht man ja heute eben an der Granatkapelle, am Bänkenjoch oben und vielleicht auch sogar manche Zuckerbäcker haben da also Granatpralinen sogar. Und das Ganze zusätzlich zum Granat oder zum Nimbus des Granatschmucks oder zur ganzen Faszination des Granatschmucks geht das alles so Hand in Hand. Das ist dann ein ganzer Pool als Themen, was irgendwie Identität stiften kann. Der Josef Brindlinger als verwandter Nachkomme vom Josef Hofer hat da die Idee gehabt, mit dem Granat eine Kapelle oder etwas Besonderes zu schaffen. Die Granatkapelle, die hat ja der Mario Botta geplant, der Planer für Kirchen und sakrale Bauten. Und da hat es eigentlich noch keinen Entwurf gegeben. Dann sind wir in so ein Bistro gegangen und haben Mittag gegessen und das war die Unterlage, die Tischunterlage. Und kurz bevor wir dann auseinandergegangen sind, hat der Mario Botta mit seinem Bleistift den Entwurf für die Granatkapelle da gezeichnet. Und genau so schaut sie heute aus. Von der Geschichte her schon ist sicher der Granat für den Tourismus interessant, weil ganz viele zu uns kommen, die wollen alle selber eine Granat finden. Das ist ein roter Stein und ich glaube, der Großteil von den Touristen hat wirklich eine Freude, wenn er selber irgendwo ein bisschen etwas im Bach als Schotter oder wie immer finden kann. Für einen richtigen Abbau ist sicher die Zeit vorbei. Das ist, heute tut sich keiner die Mühe mehr an. Das ist wirklich beinharte Arbeit. Also wir in Zillertal, wir bedienen sehr viele touristische Klischees und wir suchen auf dem Berg und auf dem Berg, überall probieren wir noch einen größeren Spielpark aufzubauen und das Zillertal ist aber so schön und hat so viel zu bieten, unter anderem immer zum Beispiel den Granat und den ganzen Bergbau, den wir da drinnen gehabt haben. Und neben dem touristischen Aspekt ist da natürlich auch ein geschichtlicher und ein geologischer und mineralogischer Hintergrund. Und das ist nicht nur für die Touristen, sondern auch für die Einheimischen, glaube ich, ein erhaltenswertes Gut. Und ist auch gut, dass das jetzt so aufgearbeitet wird. Jetzt ist es uns eigentlich wieder gelungen, diesen Edelstein
irgendwo aus der Versenkung herauszuholen und ihm neues Leben einzuhauchen. Wir werden den Granat im Zillertal nicht mehr abbauen, aber wir werden schauen, dass wir das nicht nur im Zillertal da konservieren, sondern dass wir das darüber hinaus in die Welt austragen können wieder.